30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 3. Folge des YouTube Predator Cup 2021 und damit zur vorletzten Folge der Gruppe A. Der erste Angeltag war für die meisten wirklich schwierig, doch es gab trotzdem ein paar echt schöne Fische zu bestaunen. Insgesamt 5 Wertungsfische konnte Jan Pusch vom Finnwal-Team fangen. Nach 4 Zandern und einem Barsch fehlt ihm nur noch der Hecht zur Fullcard. Knapp dahinter liegt Westinmann Ton von Hamm. Mit 4 Hechten in guten Größen ist er punktemäßig gut positioniert, braucht aber noch 2 Fischarten. Henrik Haag mit 2 Zandern, Veit Wilde mit einem Barsch und einem Hecht, Jasmin Spingel-Pedersen mit einem Hecht folgen auf Platz 3, 4 und 5. Herbert Ziereis erwischte einen rabenschwarzen ersten Wettkampftag und ging gar als Schneider nach Hause. Gucken wir mal, welche Schlüsse er aus dem ersten Tag gezogen hat. So, jetzt sind wir wieder da, der zweite Tag. Jetzt versuche ich natürlich wieder alles aufzuholen, was ich gestern liegen gelassen habe. Aber die Nacht war sehr kurz, weil man denkt natürlich viele Sachen darüber nach, was man jetzt vielleicht anders machen hätte können und. Jetzt habe ich mir lange überlegt, was ich heute mache. Und ich mache jetzt eine Poldersache, versuche da Hechte zu fangen. Und wenn es mir gelingen sollte, dass ich da 1, 2, wie auch immer Hechte fange, dann werde ich auf Rotterdam gehen und werde versuchen, nur einen Zander da dort zu fangen. Ich brauche jetzt bloß ein bisschen Glück. Erster Wurf. Ich war natürlich da schon trainieren. Wir haben einige Hechtkontakte gehabt. Also ich bin wirklich zuversichtlich, dass das mit dem Hecht da klappen sollte. Echt? Ein Hecht ist da. Geil. 66 cm. Unglaublicher Auftakt für Herbert. Scheinbar hat seine Analyse gefruchtet und der Plan geht zumindest erst einmal voll auf. Ist das der Fisch zur großen Aufholjagd? In jedem Fall macht er ihm erstmal Mut für den Tag. Mit Ton, Jan und Jasmin haben 3 andere ihren Angeltag ebenfalls frühestmöglich begonnen. Erster Hecht, Gott sei Dank. Zum Köder, den hat es einmal von Daiwa gegeben. Ich fische damit eigentlich relativ häufig. Ich habe letztes Jahr gegen einen Frederik auch mit dem Köder einen Hecht gefangen. Mit vorne ein Gummifisch und hinten ein Drilling dort. Hat eigentlich eine gute Hakung. Also fische den eigentlich schon recht gern. Good morning. This is day 2 of the YouTube Predator Cup and we're at my perch and zander spot. I'll be fishing topwater and normal jigs. For perch and zander I need 1 perch and 1 zander to fill my card, and let's see whether we can make it happen. First cast. So topwater was no action in the early start, like I did I think 5 or 6 casts and we have no action. Then I'll switch to just a soft bait to make sure we will catch the perch or zander, because that still is the main concern today. Right now I'm using a 10 gram street stick. It's a really light rod,
made for perch fishing in particular. Fishing a really light Chebraska setup right now. A 5-gram Chebraska lead with a blood tease as a kind of a pintail. Because you can give it a really aggressive action. I prefer light rods for fishing for perch because you tend to keep them on a lot easier because they won't lose that fast. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Gestern lief es nicht so wie geplant, trotzdem starte ich heute voll motiviert in den Tag. Ihr könnt sehen, wir sind jetzt hier am ersten Spot angekommen. Ist eine Schleuse, wir haben richtig schöne Struktur hier mit einem kleinen Loch auch. Wir haben Spundwände. Ich habe hier vor ein paar Tagen einen richtig großen Barsch an der Oberfläche gesehen. Und deswegen ist die erste Aktion heute ein Topwater. Ich will unbedingt versuchen, Barsch auf Topwater zu fangen. Wenn es mir gelingt, bin ich total happy und werde wahrscheinlich vor Freude schreien. Wenn es nicht klappt innerhalb der ersten 20, 30 Würfe, werde ich einfach mal auf ein kleines Krebsimitat oder eine Tube oder ähnliches wechseln. Ich bin sehr gespannt, was heute passiert. Drückt mir die Daumen, ich freue mich. Oh, ja. Da war ein Biss. Eindeutig. Ja, hallo Angelfreunde, der zweite Tag beim YPC 2021 und heute geht es um alles. Also, der erste Tag lief für mich eigentlich sehr erfolgreich. Ich konnte die Zander voll machen. Ich habe sogar noch einen Barsch gefangen, da habe ich mich richtig drüber gefreut. Was würdet ihr jetzt fischen? Hardbait, Softbait oder doch Menlewis? Vielleicht schreibt ihr das einfach mal in die Kommentare, was ihr nehmen würdet. Ich habe mich doch entschieden jetzt natürlich für den Popeye im Perch. Der hat gestern gut gefangen und den werde ich erstmal in kleinen Größen fischen, 10 Gramm. Bisschen abschicken das Ganze, nachher noch ein bisschen ins Flachwasser gehen mit dem größeren. Also erstmal Gummi first. Drückt mir die Daumen. Zeit ist Fisch! Auf der reingeballert, Leute! Ohne Ende! Voll reingenascht! Oh, ein Einschlag ohne Ende! Ich bin gespannt, was das ist. Kaum am Spot hier, hat gleich geknallt. Auf den Popeye. Ah, weg ist er. Ah, das war ein Hecht. Das war ein Hecht. Oh. Fast wäre auch Jan der Blitzstart gelungen, doch der Hecht steigt aus. Währenddessen ist auch Henrik nun fast am Spot angekommen. Moin Leute, willkommen zum Tag 2. Ja, die Zander konnten wir gestern voll machen im Prinzip, oder das, was ich wollte, habe ich geschafft. Mit den Zandern Hecht leider nicht, aber Plan ist jetzt erstmal die Barsche voll machen. Wir haben da ein paar sehr gute Spots, wo das, glaube ich, sehr gut möglich ist oder auch schnell möglich ist, wenn es gut läuft. Und ja, wenn wir das dann voll haben, dann schnell nochmal ein Hecht zu fangen und dann zu hoffen, dass es reicht. Und ja, mal sehen, was der Tag so bringt. Hecht! Jawohl! Nein! Er ist weg! Er ist weg! Das gibt's doch gar nicht! Das gibt's doch überhaupt nicht! Habt ihr das gesehen, Leute? Beim Cash and weg, der zweite Hecht, den ich verloren habe. Macht einen richtig fertig im Wettkampf. Das sind diese Downs, die man einfach hat. Aber da muss man drüber stehen jetzt. Es muss weitergehen. Die Fische sind da. Und ich werde hier einen fangen. Die Fullcard zum Greifen nahe, das ist doch kaum zu fassen. Während der erste Hecht immerhin noch auf halber Strecke ausstieg, war dieser hier ja bereits komplett im Kescher. Keine Punkte für Jan, doch er hat natürlich völlig recht. Es hilft nur weiterangeln. Henrik hat das Auto mittlerweile geparkt und sieht bereits vielversprechende Bewegungen im Wasser. Wir sind jetzt hier im ersten Spot angekommen. Das ist hier ein See an der Maas. Ich weiß nicht, ob man im Hintergrund schon sieht, die Barsche rauben schon an der Oberfläche. Ich werde als erstes gleich den Top-Water-Point wegmachen. Sieht sehr gut aus, da buckeln sie auch schon. Deswegen, ich muss jetzt schnell runter. Alter, nimm ihn jetzt, meine Fresse. Komm hinterher, ne? Die stupsen den an.
Wie war das? Die Rappen, die man sieht, fängt man nicht? Kommt, Jungs, Alter, das kann doch nicht sein. Dang, that felt like a perch bite. Really? I'm pretty confident now. I think it's a perch. And not a small one. Oh, it's a small zander. But maybe it hits 42. Woo! Spin tail. Guys, this is on a prototype lure that will hit the market in January 2022. And that's a spin tail. A really effective lure for zander, perch, and even big pikes. 46 and a half, which means 47. That's the start I was hoping for. Oh, I don't think I've ever been this happy with a small zander like this. Nachdem Ton gestern keinen Zander fangen konnte, bekommt er heute einen beim Barschangeln. Der 47 cm lange Fisch bringt ihm 61,1 Punkte und vorerst den ersten Platz. Herbert grast derweil Polder um Polder ab und sucht den nächsten Hecht. Halb. Na, 60 ist es ja. 60,5. Die Hechte laufen heute bei Herbert. Nach etwa einer Stunde Angelzeit kann er einen zweiten nachlegen, der ihm weitere 61 Zähler einbringt. Damit kämpft er sich auf Platz 4 vor und ist wieder voll im Rennen um die nächste Runde, zumal sich ein Kontrahent soeben ein Eigentor geschossen hat. Ja, ich sag mal so, das waren 20 Minuspunkte, ne? Fuck, ey. Ja, Abbiss. Naja, ja, ist halt scheiße. Also, ist halt mit 4 Lips Fluorocarbon und super Finesse, da Stahlspitze klar hätte man machen können irgendwie. Ja, Risiko bin ich eingegangen, war dumm. Ja, 20 Minuspunkte, das wirft mich jetzt doch arg zurück. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Naja, scheiße. Nicht nur ärgerlich wegen des Hechts, auch punktemäßig tut der Abbiss Henrik natürlich weh. 20 Minuspunkte lassen ihn auf Platz 5 zurückfallen. Let's move to a sunny beach. Because in warm weather, a perch often stays around a beach like that to hunt on the bait fish. We'll see there's like a small beach on our left, so we'll do a few casts and then we'll move to the second spot. It's a small zander. Oh, it feels like a perch now, or a bigger zander. It's a bigger zander. All right. Yes, it's in. That's a 50. Immediately, I told you, a sunny beach, when like a beach when there is a lot of sun, it's great for fishing. This one is 50. Look how deep he took this lure. Just a light jig at 5 gram, and he took it really mean. I think it's 50. It should get 50. 49 and a half.
See? Wait, I'll lay it like this. Right? So that's 50. Und erneut kann Ton einen Zander landen. Dieser ist mit 50 cm etwas größer als der letzte und verbessert seinen Punktestand um immerhin 3,9 Punkte. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen auch an der Tabellenspitze. Oh, Barsch. Barsch, 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 Barsch. Jawohl. Im Polder ein Barsch. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Das ist jetzt nicht die Kategorie, die wo ich gestern fangen wollte, aber da wo ich danach fahre, da ist Barschangeln mit Sicherheit brutal schwierig. Darum nehme ich den gern. Und ich weiß, dass er mehr hat wie 22 cm. Da vorne ist er, da, genau 27. Papa. Ich habe noch nie einen Barsch im Polder gefangen, aber ich sage ja, beim Angeln braucht man Glück. Und wenn man kein Glück nicht hat, dann ist scheiße und anscheinend habe ich heute Glück. Schauen wir mal, was daraus wird. Herbert hat einen Lauf und während er gestern viel Pech hatte, scheint es Petrus heute wirklich gut mit ihm zu meinen. Es gesellt sich ein Polderbarsch von 27 cm zu seinen Hechten. Laut Berechnungsfaktor darf sich Herbert also über 54 Punkte freuen und damit seinen 3. Platz ausbauen. Währenddessen schickt sich der 6. Angler im Feld an, mit knapp 2 Stunden Verzögerung ins Geschehen einzugreifen. Hallo liebe Zuschauer des YouTube Predator Cup 2021. Zweiter Tag heute in der Gruppenphase. Gestern war es grottenschlecht für mich. Ich habe natürlich im Nachhinein ein kleines bisschen Fehleranalyse betrieben, aber man kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich habe bei allen 3 Fischarten noch großes Verbesserungspotenzial, vor allen Dingen beim Hecht, Zander habe ich ja noch gar nicht. Ich muss aber heute auf jeden Fall Vollgas geben, mich richtig anstrengen. Der Tag muss viel, viel besser werden. Ich bin aber motiviert, weil ich in der Zone hier auch besser gefangen habe, wo ich heute angeln kann. Wir werden jetzt erstmal auf Hecht fischen und dann die ungefähr letzten 4 Stunden werde ich voll und ganz dem Zander widmen. Vielleicht klappt es dann auch mit dem großen Fisch. Drückt mir ganz fest die Daumen. Ich werde alles geben. Ich versuche jetzt mit vollem Optimismus ranzugehen und dementsprechend jetzt ran ans Wasser und dann kommt hoffentlich gleich ein schöner Hecht. Ich mache heute erstmal ein bisschen Street Fishing. Ist ja eigentlich nicht so mein Fall, aber ja, hier geht's. Hier hat man einigermaßen seine Ruhe. Ich habe hier im Training gut Hechte gefangen in dem Kanal. Habe als Köder jetzt erstmal einen Crankbait montiert, der so in etwa 2 Meter tief läuft. Das passt also auch ungefähr zu der Gewässertiefe her. Der ist also knapp über dem Grund, läuft der entsprechend. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich hier die Strecke hinwärts mit dem Crankbait fischen werde und rückwärts mit dem Chatterbait. Das hat hier auch geklappt. Naja, mal schauen, was die Fische heute sagen. Ich hoffe, es wird was. Ich muss euch ganz kurz etwas vorstellen, denn für echte YouTube Predator Cup Fans, was ihr ja sehr wahrscheinlich seid, habe ich hier etwas sehr Interessantes. Wir haben hier die YPC 2020 Erfolgsköderbox. 10 Angler und Anglerinnen haben ihre besten Produkte aus dem YPC 2020 hier mit ihren Autogrammkarten reingepackt. 120 € Warenwert sind drin, ihr bekommt sie für 99,95 €, wunderbar verpackt. Und ganz wichtig, diese Boxen sind limitiert. Wenn sie weg sind, sind sie alle weg. Link unten in der Videobeschreibung.
Biss. Sogar ein Doppelbiss. Mein Gott. Bitte größer. Den kriegen wir auf 63. Beim Heixmann aus Bayern scheint heute alles zu funktionieren. Der nächste Hecht landet in seinem Kescher und lässt mit weiteren 63 Zählern sein Punktekonto auf 244 anwachsen. Ich bin voll on fire. Wirklich jetzt, das funktioniert jetzt so, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, dass der Tag so weitergeht. Ich habe noch viel zum Aufholen. Ei, das war großer. Das war großer. Das war jetzt ein 90er gewesen. Leck mich am Arsch. Für eine Niederlage. Ich sage erst Glück und dann wieder eine Niederlage. Jetzt den größten Hecht ist mir jetzt leider runtergegangen. Okay, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Kurz nach dem Aussteiger kann Herbert schon wieder punkten. Er kann einen 60er Hecht auf die Scale legen und damit die 300-Punkte-Marke knacken. Nachvollziehbar, dass er sich nun dem letzten fehlenden Zielfisch widmen möchte. Ja, geben wir gleich die Worte aus. Ich bin jetzt auf alle Fälle total happy und wir fahren jetzt auf Rotterdam und versuchen da dort einen Zander zu fangen. Und wir haben jetzt genügend Zeit, weil das Ganze hat jetzt 2,5 Stunden gedauert. Wir haben jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde wieder Fahrt vor uns. Und dann haben wir eigentlich genügend Zeit, um einen Zander zu fangen. Und dann schauen wir, wie es ausgeht. Wir wissen ja heute nicht, was die anderen fangen. Oder das ist ja dann auf die Nacht wieder die Überraschung. Aber jetzt bin ich gut drauf, wirklich gut drauf. Wird spannend. Ja, ich habe jetzt ziemlich viele Würfe mit Topwater gemacht. Nehme auch mal die Brille ab für euch heute. Ich habe gerade 2 Bisse auf Topwater gehabt. Plan hätte quasi fast funktioniert. Bin gerade mit einem kleinen Mini-Jerk, einem Salmo Slider in der Größe, eine Etage tiefer gegangen. Kam aber nichts und deswegen werde ich jetzt nochmal die Etage tiefer versetzen und einmal mit einem Krebsimitat den Boden abfischen, in der Hoffnung, dass sie da an den Buhnenkanten, an den Seiten noch stehen und vielleicht eher ein Krebsimitat vom Boden noch aufsammeln. 10 Gramm wäre mir jetzt eigentlich zu viel. Ich will das Ganze aber ein bisschen schwerer halten. Ich will den Köder auch auf dem Grund stehen lassen. Denn das Schöne ist ja, das ist ja auch Moby Softbaits, es ist nicht nur haltbar wie Sau, wie ihr schon kennt. Diese kleinen, dicken, man sieht das hier, es ist ein bisschen dicker gegossen, die stehen richtig schön auf unter Wasser. Und das ist das, was die Fische wollen. Ein Köder, der am Grund so steht. Einfach nur leicht in die Rute rucken, sodass sich diese Paddel einfach am Grund bewegen. Mal gucken, vielleicht klappt es und wir sehen uns gleich mit Fisch wieder. Oh, hoffentlich bleibt er jetzt dran. Der Kescher steht da hinten, ihr habt es gesehen, ich bin jetzt hier die Brücke hier hoch und runter gegangen. Oh.
aber scheint, naja, hängt sehr knapp. Komm her. Jawohl. Puh, Gott sei Dank. Oh. Jetzt bin ich auch froh, dass das doch noch funktioniert hat. Ich habe schon wieder schwarz gesehen, weil hier nichts lief, aber vielleicht hatte ich einfach den falschen Köder drauf. Ist jetzt kein Riesenhecht. Das ist so eine Erlösung jetzt gerade. Ich habe natürlich ein bisschen vorgesorgt, diesmal auch. Wir wollen ja fischschonend sein, hier ein bisschen Wasser drauf machen. So, und der ist ganz genau 64, also ist über 3, also ist eigentlich genau 64, kann man sagen. Das war knapp und für Veit ziemlich wichtig. Der 64er Hecht bringt dem Magdeburger extrem wertvolle Punkte, die seine Platzierung zwar vorerst nicht verbessern, ihn jedoch wieder deutlich näher an die Qualifikationsplätze heranrücken lassen. Ja, die Wobbler-Geschichte hat mäßig funktioniert, also ein Fisch ist zum Glück gekommen. Ich habe auch Hoffnung, dass noch ein Hecht rauskommen würde. Ich wechsle jetzt den Köder, fische noch mal die andere Uferseite ab. Diesmal mit dem Chatterbait. Habe hier einen von unseren neuen Gummis hier als Trailer dran gemacht. Das Wasser ist ein bisschen trüber geworden im Vergleich zu letzter Woche. Also da macht es auf jeden Fall aus meiner Sicht schon Sinn, so einen Köder zu fischen, der auch ein bisschen Alarm im Wasser macht. Und man hat hier in den Randbereichen also auch schon Seerosen, die da jetzt entstehen. Und ich denke, da finden die Hechte Deckung. Und wenn dann hier so ein Krawallköder da durchkommt, wird dann vielleicht mal der eine oder andere schwach. Wir werden es sehen. Auf geht's! Ja, mein Hotspot, wo die Barsche halt echt unterm Steg stehen, hat jetzt nichts gebracht. Auf den Aufnahmen seht ihr wahrscheinlich auch die ganzen Rapfen, die da halt völlig durchgedreht sind. Also da waren halt richtige Schiffe bei. Aber ja, ich habe Topwater probiert. Ich hatte einen kleinen Anstupser so. Aber die waren halt eher so auf diese ganz kleine Brut aus, wo die sich halt so wie Wale rübergeschoben haben. Also du hast richtig gesehen, die sind nur so gebuckelt, haben Maul aufgemacht und sind über diesen Schwamm so rübergeschwommen. Sprich, die waren gar nicht aggressiv, sind irgendwo raufgeballert oder so. Deswegen, wir probieren es jetzt gar nicht weiter. Gedanklich muss ich mir den Abriss jetzt abhaken im Prinzip im Kopf. Super ärgerlich. Tut mir echt leid, um den Fisch auch vor allem. Ja, aber dazu muss man sagen, war ein sehr dünner Haken. Hoffentlich kriegt er den schnell los. Auch wenn die Fische ein kleines bisschen besser beißen als am ersten Tag, wirklich einfach ist es auch heute nicht. Bis auf Jan machen alle Kontrahenten ordentlich Strecke und fischen eifrig viele Spots ab, um weiter nach Wertungsfischen zu suchen. Wessen Taktik führt letztlich zum Erfolg? Always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Now they really calling up my phone. Now they really wish that I was home. So eine Kacke, ey. Ja, hätte eben fast geklappt. Ich hatte einen schönen Biss gehabt. Fisch war ganz kurz drauf, aber leider auch gleich wieder ab. Der hat jetzt auch noch nicht so viel gemerkt. Also er war wirklich nur so für 1-2 Sekunden drauf. Und insofern, naja, nichts ist unmöglich. Vielleicht kommt er noch mal. Ja, jetzt bin ich auf Rotterdam gefahren und versucht, da einen Zander zu fangen. Da habe ich jetzt noch 4 Stunden Zeit. Schauen wir mal, ob uns das gelingt.
will ja Kickback fischen, vielleicht bleiben sie da hängen. Also ich habe bestimmt 3 Biss gehabt bis jetzt. Aber irgendwie, oder soll ich mal einen Krebs probieren? Ja. Zwar nicht der gewünschte Zander, aber auch ein Barsch erfreut mich. Was ist jetzt, 38, oder? Ja. Den wollten wir natürlich nicht, aber den nehmen wir natürlich gerne. Ich habe 3 Bisse jetzt schon gehabt, aber ich habe vermutet, dass kleine Zander sind. Aber wahrscheinlich sind es doch Barsche. Herbert hat heute offenbar einen richtig guten Tag. Angekommen in der Stadt fängt er zwar keinen Full-Card-Zander, dafür jedoch den bisher besten Barsch der Gruppe. Der 38er bringt 76 Punkte, sein kleiner Barsch fliegt aus der Wertung und Herbert verbessert sich um ganze 22 Punkte. Er liegt jetzt nur noch 4,5 Zähler hinter Jan, der weiter stoisch seiner Hechtstelle vertraut. Das war jetzt sehr gut. Ich glaube, ich habe nur 3 Stunden für einen Zander. Komm hinterher! Komm weiter! Hinterher! Noch runter! Hat ihn genommen! Bam! Voll gebissen! Oh nein! Dritter Hecht. Leute, was ist passiert? Ein Hecht ist hinterhergekommen. Ich habe mit dem Spinnerbait. Oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht sprechen. Ich bin völlig im Arsch. Ich bin im Arsch. Jigspinn gefischt. Und habe den gesehen, der kam hinterher an der Oberfläche, richtig. Ihr konnt es leider nicht sehen. Ich habe den Köder schnell runtergelassen. Er kam an, hat eine 8 gemacht und ist voll raufgeknallt. Ich habe angehauen. Er war kurz dran, ihr habt es vielleicht gesehen. Und ging ab. Das ist mein dritter Hecht, den ich verloren habe hier vorne. Aber die Hechte sind da. Und das ist einfach Angeln, Leute. Und das macht das aus. Ist das nicht spannend beim YPC? Also bleibt dran! 3 verlorene Hechte, da ist selbst Jan Pusch kurz sprachlos und wirkt fast ein wenig verzweifelt. Doch nach ein paar Sekunden läuft die unermüdliche Entertainment-Maschine wieder und schon steht wieder die Hoffnung auf den erlösenden Hecht im Vordergrund. Ton fischt derweil eigentlich auf Barsch, doch plötzlich sieht er eine Chance auf 20 Topwater-Punkte. Oh, asp. Two big asps. Oh man, these are big asps. Oh, he took it. Hold on, I'll popper him. He came after. So that's the thing, when the pond is moving, these plants go down because there's a lot of current and those fish start hunting. So this asp came hunting for a small bait fish and came after my lure. Let's give it a quick shot. Oh, he was hunting it so nice in this clear water. Oh, there he was. You saw that? Freaking hell. Now this is the last cast with the popper. Der Rapfen schlägt nicht zu und während Ton wieder einen Barschgummi montiert, ist Jasmin an ihrer nächsten Angelstelle angekommen. So, Spotwechsel ist vollzogen, sind schnell hierher gekommen zum Glück. Ihr seht, wir sind jetzt an der Waal, mitten auf dem Buhnen. Wir haben hier im Training brachial gut gefangen. Schon mal vielen Dank an Janne, der mich hier unterstützt hat die ganze Zeit. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich werde gleich gelb drauf machen. Köderform war irgendwie gefühlt egal, Hauptsache irgendwie gelb. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt gleich den ersten Wurf machen. Wünscht mir Glück und dann sehen wir uns hoffentlich gleich mit Fisch wieder.
Ja Leute, es gibt manchmal diese Tage, da meint man, alles hat sich gegen einen verschworen. Sieht nicht gut aus für mich. Also ganz erfolglos war das ja nicht. Vorhin noch den einen Hecht verloren, auch scheiße. Aber ja, that's life. Ist mir doch noch mal einer eingestiegen hier. Fühlt sich zwar nicht allzu groß an, aber immerhin. Naja. Naja, viel hilft er mir nicht. Aber. Ach je. Also es ist ganz, ganz schwer in so einer Situation jetzt, ich würde sagen, das war einer gerade. In so einer Situation jetzt hier noch cool zu bleiben, muss man aber. Es ist Angeln. Nächsten Kontakt gerade eben gehabt. Ich habe ihn auch hier mit der Polbrille gesehen. War so ein 16er Hecht, aber auch hat auch drauf gebissen, ist auch nicht hängen geblieben. Angeln kann manchmal so geil sein, ist auch immer geil. Angeln ist immer geil, das wissen wir ja auch. Es gehört eben auch so Frustration dazu. Und vielleicht ist es gerade dieses Wechselbad der Gefühle, was eigentlich auch so den Reiz an diesem Hobby ausmacht. Es ist so dieses Auf und Ab, es kann alles passieren. Es kann jetzt hier auch beim nächsten Wurf der 1,10 Meter Hecht drauf gehen. Ganz ehrlich, ich glaube, bei meiner Form, die ich hier heute habe, wird er auch wieder aussteigen. Mal sehen, wie lange der jetzt dran bleibt. Und der ist auf jeden Fall ein Ticken besser. Auch nicht gigantisch, aber Hechte sind hier genug, also so viel steht mal fest. Da gibt es gar nichts zu sagen, aber bisher ja, ganz schön kampfstark der Junge. Dafür, dass er jetzt auch nicht so besonders groß ist, gibt er Vollgas. Oh. Will nicht in meinen Kescher rein. Aber aber er ist diesmal drin. Man muss nur genug meckern. War eine schwere Geburt. So, da kommen wir jetzt auch einigermaßen ran. Ist auch noch ziemlich nass vom letzten Fisch. Hier seht ihr ihn. Also auch kein Monster, aber hier die Chatterbait-Nummer hat jetzt hier zumindest ein paar Bisse mal gebracht. Und ja, man sieht auch, sie sind also wirklich da. Lässt sich schön leicht lösen, super. Und jetzt mal gucken, wie groß er ist. Hat 65 ganz genau. Ganz genau, haargenau 65. Liegt vorne an hier. Ja, super. Dieser 65er Hecht bringt Veit nicht nur einen Schub Motivation, sondern natürlich auch wertvolle Punkte. 249 sind es nun insgesamt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er fast 2 Stunden kürzer angelt als seine Gegner, ist er nun wieder richtig gut im Rennen. In der Folge am Sonntag fällt die finale Entscheidung, welche 3 Angler und Anglerinnen in die Zwischenrunde einziehen werden.
Eine Fullcard hat noch niemand. Ton fehlt nach wie vor ein Barsch, Jan ein Hecht und Herbert ein Zander. Veit benötigt mindestens noch einen Zander. Realistisch gesehen aber wohl eher 2 Fische zum Weiterkommen. Henrik und Jasmin müssen einen ziemlich guten Nachmittag erwischen, um ihre Chancen auf die Qualifikation zu wahren. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um die Entscheidung auf keinen Fall zu verpassen. Über Likes, Kommentare und Support im Online-Shop freuen wir uns natürlich immer. Ciao!